Zeiten, wo es auf dem Sparkonto nur noch 0% Zinsen gibt, die Aktienmärkte an neue Höchstgrenzen stoßen und die Immobilienmärkte sich zu einer kommenden Blase aufblähen, wo kaum noch Rendite zu erzielen ist über Mieten, sprechen wir heute über eine andere Anlagemöglichkeit. Einen Teil seines Kapitals sollte man in Edelmetall investieren, warum nicht in Schmuck? Schmuck hat den Nachteil, dass wir einen Großteil des Betrages, den wir zahlen, dafür aufwenden müssen, dass das Gold zu Schmuck verarbeitet wird. Wir wollen aber relativ wenig dafür zahlen, um an Gold heranzukommen. Somit wird das Gold, wenn wir es in Warenform kaufen, immer günstiger sein, als wenn wir es in Schmuckform kaufen würden. Wenn wir das No-Name-Produkt eines Tages verkaufen wollen, werden wir feststellen, dass wir einige Schwierigkeiten haben werden. Höchstwahrscheinlich werden wir nur den Goldpreis erzielen können. Was für Vorteile würde uns Cartier Markenschmuck bieten? Der Anschaffungspreis gegenüber herkömmlichen No-Name-Schmuck wäre um ein weites höher. Auch die Differenz zwischen Materialwert und Verkaufspreis ist bei Cartier deutlich höher als bei einem No-Name-Schmuckstück. Welche Vorteile bietet uns nun der Markenschmuck? Wir können über die letzten 50 Jahre hinweg bei Cartier eine Preissteigerung von jährlich 7 bis 10% des Neupreises sehen. Ich beobachte die Preise persönlich bereits seit 30 Jahren und kann in diesem Zeitraum nur von einem stetigen Anstieg der Verkaufspreise berichten. Welche Rendite können wir nun erzielen? Kaufen wir zum Beispiel ein Schmuckstück für ca. 2000 € dieses Jahr und behalten dies für die nächsten 10 bis 15 Jahre in unserem Besitz, tragen es sehr häufig, haben also Spaß damit und verkaufen es dann wieder. Welcher Preis lässt sich dann nach 10 bis 15 Jahren dafür erzielen? Wir haben eben gesagt, die Preise steigen zwischen 7 bis 10% pro Jahr. Das würde bedeuten, dass sich der Preis für einen Ring nach 10 bis 15 Jahren etwa verdoppelt hat. Wir würden also das wiederbekommen, was wir zu Anfang gezahlt haben. Da unser Ring nun nicht mehr neu, sondern gebraucht ist, erhalten wir ungefähr 50% des derzeitigen Ladenverkaufspreises, der dann bei ca. 4000 € liegen würde. Wir würden also ungefähr 50% zurückerhalten und hätten unsere 2000 € wieder und dafür den Ring 10 bis 15 Jahre in unserem Besitz gehabt und damit viel Spaß gehabt. Würden wir weitere 10 bis 15 Jahre warten, würde sich der Preis des Ringes erneut verdoppeln auf 8000 €. Wir könnten ihn dann gebraucht für 4000 € verkaufen. Wir hätten unser Geld also nach 20 bis 30 Jahren verdoppelt. Dies ist also ein besonders langes Investment und eignet sich nicht für jedermann. Es empfiehlt sich daher, einen gebrauchten Ring zu kaufen. Gehen wir vom besagten Ring aus, der derzeit 2000 € kostet, kaufen wir diesen gebraucht ein, bekommen wir den ungefähr für 50% des Neupreises, also 1000 €. Nehmen wir für den gebrauchten Ring ebenfalls den gleichen Zeitraum wie für den neuen Ring, also 10 bis 15 Jahre. Damit das Verhältnis das gleiche wie im ersten Beispiel ist, müssen wir natürlich 2 Ringe kaufen für jeweils 1000 €. Wir hätten also 2000 € investiert, die 10 bis 15 Jahre gewartet und der Preis für die Ringe, die zum Einkaufszeitpunkt 2000 € gekostet haben, würde nun 10 bis 15 Jahre später bei 4000 € liegen. Wir können also unsere gebrauchten Ringe für 50% des Neupreises etwa verkaufen und erhalten dann je Ring 2000 € und hätten somit eine Rendite nach 10 bis 15 Jahren von 2000 €. Im Vergleich zum ersten Beispiel hätten wir hier im zweiten Beispiel unser Geld bereits nach dem ersten Zyklus verdoppelt. Wenn wir wie in Beispiel 1 einen weiteren Zyklus warten, würde der Ladenverkaufspreis auf 8000 € steigen. Somit könnten wir jeweils pro Ring 4000 € erzielen und hätten nach dem zweiten Zyklus
aus unseren 2000 Euro 8000 Euro gemacht. Ein weiterer Vorteil der Gebrauchten wäre, dass Sie 2 Ringe hätten, die Sie über einen langen Zeitraum nutzen können. Es kann also durchaus Sinn machen, in gebrauchten Cartier-Schmuck zu investieren. Sollten sich die Preise so weiterentwickeln, wie sie sich in den letzten 50 Jahren entwickelt haben, kann man ganz gute Renditen erzielen. Die zu erzielenden Preise sind natürlich von Angebot und Nachfrage abhängig. So gibt es seltene Modelle, die einen weitaus höheren Preis erzielen als weit verbreitete Modelle. Ich möchte mein Beispiel noch einmal kurz grafisch darstellen. In dieser Grafik gehen wir davon aus, dass sich der Preis nach nicht 10, sondern erst nach 15 Jahren verdoppelt. Wir kaufen also unser Schmuckstück jetzt neu für 2000 Euro und erhalten dafür nach dem ersten Zyklus gebraucht 2000 Euro zurück. Dies ist natürlich noch kein Gewinn. Wir müssen also weitere 15 Jahre warten, um einen Gewinn einzufahren. Wir hätten dann nach 30 Jahren einen Gewinn von 100%. Der Neupreis läge nun bei 8000 Euro und wir könnten das Schmuckstück für gebraucht 4000 Euro weiterverkaufen. Würden wir dieselbe Summe zum gleichen Zeitpunkt in gebrauchte Schmuckstücke investieren, würden wir 2 Schmuckstücke erhalten für jeweils 1000 Euro. Nach dem ersten Zyklus würde der Neupreis auf 4000 Euro steigen. Somit könnten wir unsere 2 gebrauchten Schmuckstücke für jeweils 2000 Euro verkaufen. Wir würden 4000 Euro erhalten und hätten bereits nach dem ersten Zyklus 100% Gewinn. Warten wir jetzt wie im ersten Beispiel den zweiten Zyklus ab, würden die Schmuckstücke zu einem Neupreis von 8000 Euro angeboten und zu einem Gebrauchtpreis von 4000 Euro verkauft werden können. Wir hätten nach 30 Jahren aus unseren 2000 Euro 8000 Euro gemacht und somit eine Rendite von 300% erzielt. Das Beispiel zeigt, dass ein Investment in gebrauchten Schmuck wesentlich lukrativer sein kann als ein Investment in neuen Schmuck. Natürlich können die Preissteigerungen von meinen gemachten Angaben abweichen. Sie können niedriger oder höher ausfallen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass die Preise ewig steigen werden. Jedoch kann ich aus bisheriger Erfahrung sagen, dass die Preise stetig steigen und dass Cartier keine Sonderangebote macht oder Preise herabsenkt. Wie bei jedem Investment können Sie auch bei diesem Investment Verlust machen. Da Sie aber immer ein physisches Stück Gold in der Hand haben, haben Sie zumindest keinen Totalverlust. Außerdem können Sie das Schmuckstück im Gegensatz zu einem reinen Investment in Goldbarren auch mal aus dem Safe holen und einige Abende oder Wochen tragen. Ein weiterer Vorteil des Markenschmucks ist, dass er sich wesentlich leichter verkaufen lässt als No-Name-Schmuck. Fassen wir also zusammen. Erstens, kaufen Sie ein Schmuckstück, das gebraucht ist. Zweitens, zeitlose Designs sind von Vorteil. Wie zum Beispiel die Love- oder Trinity-Kollektion, die es bereits seit Jahrzehnten gibt. Drittens, manchmal gibt es Sondereditionen aus diesen Kollektionen. Diese können im Wert stärker steigen als die herkömmlichen Modelle. Viertens, versuchen Sie, das Schmuckstück möglichst komplett zu erhalten. Sprich Ringbox, Zertifikat etc. Zubehör sollten vorhanden sein, um einen möglichst hohen Preis erzielen zu können. Fünftens, vergessen Sie nicht, dass Sie eventuell Gebühren für den Verkauf des Ringes auf einer Plattform bezahlen müssen. Berechnen Sie diese Gebühren bei Ihrer Renditerechnung mit ein. Sechstens, verkaufen Sie nicht zum erstbesten Preis. Sie sollten einen langen Atem haben, bis Sie den passenden Kunden für Ihr Schmuckstück finden. Siebtens, kaufen Sie Ihr Schmuckstück bei einem Händler, damit Sie sicher sein können, ein Original erworben zu haben. Achtens, sollten Sie doch von privat gekauft haben, lassen Sie das Schmuckstück sofort nach Kauf prüfen, damit Sie es im Zweifelsfalle zurückgeben können. Neuntens, der Gewinn liegt im Einkauf. Versuchen Sie das Schmuckstück so günstig wie möglich zu erwerben, zum Beispiel bei einer eBay-Auktion. Zehntens, bewahren Sie das Schmuckstück immer an einem sicheren Ort auf, zum Beispiel in einem Bankschließfach. Hierfür anfallende Kosten sollten Sie eventuell in die Renditerechnung mit einberechnen. Diese 10 Tipps sollten Ihnen nun helfen, ein erfolgreiches Investment im Bereich Cartier-Schmuck zu tätigen. Natürlich bin ich kein Hellseher und kann die Entwicklungen des Markts vorhersagen.
Aus diesem Grund kann ich auch keine Verantwortung dafür übernehmen, sollten Sie mit Ihrem Investment in Cartier-Schmuck scheitern. Die theoretischen Renditen, die ich errechnet habe, beruhen auf den Preissteigerungen der vergangenen 5 Jahrzehnte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem kleinen Video. Habt ihr auch schon Markenschmuck gebraucht und ihn Jahrzehnte später teurer verkauft, so könnt ihr mir gerne darüber unten im Chat berichten. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr auch unten ein Like setzen. Solltet ihr unseren Channel noch nicht abonniert haben und euch für Markenschmuck interessieren, so könnt ihr dies gleich nachholen. Ich hoffe, euch beim nächsten Video wiederzusehen und sage bis dahin auf Wiedersehen.